Theodor von Dornig war 66 Jahre nicht und dann aber auf Plattdeutsch geschrieben nicht. Ich war 66 Jahre. Und da habe ich zurückgerechnet und habe mal das dabei geschrieben. Aber eigentlich, der kann auch 64, der kann auch 68 gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur das demonstrieren, die letzte Reihe ist Ende 1500, Anfang 1600 geworden. Ja, und dann war natürlich sehr viel Arbeit. Und manchmal, ich zum Beispiel fehlte mir hier irgendwo, ich kam und kam nicht weiter. Habe ich aber 3 Monate dran gesucht, dann habe ich alles fertig. Auf einmal durch Zufall fand ich es dann doch noch nicht. Ja, das, aber mühsam war es nicht. Aber ich möchte nicht die ganze Runde aufhalten. Nee, die sind ja noch am, die haben ja ihre Elektrosachen noch nicht fertig. Da hinter dem Ding muss ein Stecker sein. Yeah, we can do that. That would Oh, help the film. Eine Steckdose. Maybe they're just orientally now. It's just Ja, hier. we don't need to plug it in. Oh, das No. ist ein Mikrofon, nur Ach so, um die Stimme nee, das überzutragen. dann braucht man nicht. Ja, das war anders. Damit das alles braucht. Die würden auch fragen, wenn das möglich ist, um die vielleicht die Gardinen Stütz zu machen, weil die mit diesen Lichtern Das können wir so geht machen. das nicht auf. Ja? Ah, schön. That's great. Gut. Wir können das besser Yes. Kommt auch mitten auf die Bild. Ja. So, if Paul, Nee. if he doesn't mind, Wie lange hat er noch? Oh, you have to put these things Und on. zuerst yeah, ein if Bild you can machen. hold on to that one. Okay. Ja, das tut er. Das wir das draußen eben machen, mit Actually, die Leute eigentlich wollten Ja. im Haus ein bisschen Geht was hier drauf nicht. haben. Würde ich nicht so gerne machen, Nee. lieber ist draußen. Ja. Aber wir take picture first. Ja, After okay, the gut. newspaper. Können wir Okay. machen. Ja, erst trinken wir auch noch. Trinken Ja. erst. They would like to take it. Should like to take a picture first. Great, let's do that. Das ist ganz schön. Okay. We go outside. So we're going outside, yeah? Great. Dann hat Helmut Schockmann hat dann einen Artikel darüber geschrieben. Kennst du den? Der der im Heimatkalender stand. Ich habe den eben hier hingelegt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo es ihn gelassen hat, ob es schon eingesteckt hat. Da, diesen Artikel. Die haben auch noch mehr, die kannst du den nächsten Tag geben werden. Da steht ein Bild drauf. Und das war nämlich 1990, wie ich das gerade fertig habe. Und dann habe ich das also erklärt, und das hatten wir auf der DL hinten gemacht. Und da hatten wir die ganze Gesellschaft, da waren also Ja, ungefähr 90 bis 100 waren dann. Das kann ich noch nicht mitnehmen. Nee, ich wollte das jetzt mitnehmen. Der muss nicht sein. Der kommt Die kannst du nächsten Tage. Ich habe auch noch 2 oder 3. Die Sitze haben noch eingeklammert und dann nehme ich die raus. Okay. Und dann kommen wir das dann. Dann Tasche, ja. Cordelia trinkt ein Wässerchen mit. Das tue ich noch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wie geht's dir sonst? Ich habe nie Probleme. Rand und Schlamm, wie dem. Ja, so ein bisschen habe ich inzwischen zugeschaut. Wo denn? Ein paar Funde drauf. Aber so genau will ich es ja auch gar nicht wissen. So, How do you make Wait, sure where it's would on? they be in relative to him? Would it be on him? Yeah, if you can just clip it on your, I'll clip it here. yeah. It's probably about where he'll put it. Yeah. It's on. So, I have to clip it on, or can I hold it? yeah, you can just hold it like that. Just hold it up on your. So I just wanna make testing. sure that- Okay. Yeah. Is it running now? Yeah, it's running right now, so I'll now rewind. He talks about this. each one. Yeah, he talks about that. Eigenstellen Nee, nur ja, ja, name, nee. edit rule. Is it working? Yep. Great. Okay, Jetzt läuft great. es. Gut, jetzt geht's. Well, it's very nice to get an opportunity to come here again. Yeah, it'll be really nice to discuss how, maybe you can find a link and to discuss the Yes. family and everything like that. So, wir wollen ein bisschen reden über die Familie Selders und sehen, ob wir vielleicht eventuell etwas ausfinden kann oder vielleicht ein bisschen mehr Geschichten, dass wir vielleicht etwas folgen können. Aber vielleicht, wenn wir hören über was
Sie meinen über die Geschichten und was Ja, auch über Ihren Familien vielleicht ein bisschen reden. Und über jetzt, oder ja, vorher, wie Sie angefangen haben, vorher über die Jahre 1700 und wie das gegangen ist ein bisschen. also mit der Ahnenforschung oder was? Ja, ich habe also bei der Ahnenforschung festgestellt, dass also nach dem hier in Wetten beginnen die Bücher, die Kirchenbücher so 1670, 1665, 1670, also Taufbuch etwas früher, Heirat und Sterbebuch so um 1660, 70. Und darauf habe ich also aufgebaut und bin aber mit der Ahnenforschung zurückgegangen, Eltern, Großeltern, weil man sonst so leicht in eine verkehrte Linie reinkommen kann. Ja, ja, das und man muss also richtig zurückgehen, damit man immer findet, wo steht Filius oder Filia, also Sohn oder Tochter, damit man immer die richtigen Eltern findet. Und so waren hier also um 1700 bestimmt 6, 7 Höfe, wo Selders drauf waren. Damals hießen die aber noch Sellhorst. Und der Familienname ist hier am Niederrhein eigentlich erst nach 1720, seitdem die Preußen hier waren, fest geworden. Aha, okay. Früher war es so, also vor 1700, wenn ein junger Mann irgendwo einheiratete, und waren ja überwiegend Bauern, nicht? Also wenn der auf einem Hof einheiratete, übernahm der auch den Namen der Familie. Ja, ja. Und erst beim Heiraten oder aber spätestens beim Sterben dann stand da meinetwegen Matthias Weiermanns alias Selders oder Sellhorst, wie es damals noch hieß. Und 1713 sind die Preußen, wurde das im Utrechter Vertrag hier dieses Gebiet zu Preußen geschlagen. Und dann haben die Preußen, die waren ja sehr für Ordnung und bis dahin haben die Pasteure in den Kirchenbüchern eigentlich immer nur den Namen des Vaters geschrieben, Vorname und Zunahme, und von der Mutter stand nur der Vorname dabei. Mir war nicht nötig früher. Und ich habe das aber alles nachgesehen, damit und habe die Kirchenbücher abgeschrieben und habe dann den Namen der Mutter voll dabei geschrieben. Aha. Zur Orientierung. Sie haben das zusammen mit den Kirchenbüchern. Ja, weil ich die Heiratsdaten hatte, konnte ich also ersehen, wenn die Frau meinetwegen Maria stand, dann habe ich gesucht, meinetwegen Peter Selders, et Maria steht dann da, dann habe ich nachgeguckt, wie die Maria ihr Zunahme noch war. Und viele Frauen starben ja auch beim zweiten oder dritten Kind, also im Kinderbett. Und es war also keine Seltenheit, dass ein Mann meinetwegen 2 oder 3 Frauen und auch von 2 oder 3 Frauen Kinder hatte. Und das war die richtige Linie zu finden. Ja, und dann, da kommt es darauf an, dann die richtige Linie auch durchzuhalten. Und so bin ich also rückwärts gegangen, will ich mal sagen. Would you like me to translate as we go along, or just go through? Okay, yeah. I want to just point something to Okay, so just at the moment he's said how he got started, how he's been looking in the books, the legal books of Wetten in this area, and also during the time of the Prussians, they only registered in the Utrecht area, and they only wrote like the husband's name and the date that he was born, and that type of stuff. So they had not very good records. And then he went to the church books and tried to link the names together to find, who belonged to whom. And he said in those times it was very often that the wife would die during childbirth, so it was very normal that a guy would have 3 wives over his lifetime. And then, several children as well. And so it's difficult to find the exact line that you belong to. But he said he's pieced it together, and he's very sure of the first couple of rows, and the other ones he's pieced together. But he thinks he's very close. So that's what he told me earlier when the video was off. Okay. That he was how he had moved backwards. So. Oh, good. Und durch den Utrechter Frieden 1713 kam also hier das Gebiet zu Preußen. Und die Preußenkönige waren ja dafür bekannt, dass sie gerne große, stramme Soldaten hatten. Und die wurden damals noch nicht regulär eingezogen, dass also eine Wehrpflicht bestand, sondern der König schickte Werber übers Land, und dann kriegten der König hatte gerne besonders große Leute oder kräftige Leute,
Und die kriegten dann ein Handgeld. Und dann wurden die mitgenommen. Aha. Und dann mussten die im Heer dienen Ja. bei den Soldaten. Und es wurde meistens vereinbart 2 oder 3 Jahre, aber das wurde selten eingehalten. Und viele fürchteten sich davor, weil sie wussten, nach 5 Jahren sind sie oft noch nicht zurück. Nicht? Und die wurden dann ja, überall war ja immer Krieg oder Kleinkrieg, wie das damals so war. Und deshalb gingen viele junge Leute, wenn sie so 18, 20 waren und sie waren groß und stark genug, um Soldat zu werden, gingen die ins Holländische oder ins Hannoversche oder ins Erkelenzer Land, wo also keine Preußen waren, und flüchteten dahin und haben da erst gearbeitet. Wenn sie aber selbstständig werden wollten, war das ja sehr schwer. Und so sind eine ganze Reihe junger Leute auch über Hamburg oder über Amsterdam irgendwie mit dem Schiff nach Amerika gekommen. Nicht? Und damals war ja auch die große Zeit, nachdem also Amerika, das war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und hier wurde viel darüber erzählt, da geht das alles viel leichter und da ist die Fläche viel größer. Und das reizte natürlich auch einigen jungen Leuten. Und so fuhren die per Schiff nach Amerika und sind meistens aber sehr armselig da angefangen. Und durch harte Arbeit haben sich da dann weiterentwickelt. Viele sind sicher auch dabei gestorben, aber jedenfalls, ich habe von dem Jan Selders aus Venray gehört, dass also 500 bis 600 Selders in Amerika wären. Nicht? Und ich glaube ihm das auch, weil er ja die Verbindung zu ihnen hat. Und so ähnlich ist das passiert. Nicht? Und da haben die sich dann weiterentwickelt. Und das sind sie dann. Nicht? He said that during the years of the Prussians, as you had said earlier, they had a lot of soldiers, and they wanted to have really strong young people to serve the soldiers. And so a lot of times they would come into towns and take these young people away. And they would promise that they would be back within 3 years. He said a lot of times it was 5 years and they still wouldn't be back home because there were wars everywhere and they would be in different places. So a lot of young people who were then, big and strong would go to different countries to escape the Prussians. So they would go to the Hanover area or to the Dutch area, to Amsterdam, and they would sometimes even go further. And during those times, America was the land of, all possibilities, and so a lot of people went to the U.S. at that time. And he said he thinks that that's a very, and he said when they arrived there, they were usually very, poor and started out very, on very low levels, but worked themselves up. And he said, sure, he thinks a lot of them died as well when they went to America, but of course a lot made it as well. And so he thinks that's why, that's the American then piece of this tree. And he said, and that's in us, here, or actually your family here. So that's how he thinks. A lot of the Selders families have, spread out in Europe, and that's how they reached America. And that's also in the 1720s to 1750s. He It's said. the same exact area time we're talking about. If you could tell him that for some reason there was a rumor, a long-standing rumor within our family that George had been kidnapped from Hanover. When now listening to Paul, it sounds to me as if maybe he was taken from around this area, sent to a safe place in Hanover, and at that point went to America. And then for that reason, people thought he came from Hanover, which I don't necessarily believe he did. So. Das sind Gerüchten, dass der letzte Selders-Stammbaum, das sein Familien kennt, er heißt George Selders, dass er war so, wie heißt es, so mit Gewalt mitgenommen. So, und dass er das nicht wollte. Aber er hat mir die Meinung, dass er war vielleicht so von den Familien weggeschickt nach Hannover, um veilig oder mehr von Sicherheit zu sein. Oder von den Soldaten mitgenommen. Oder von des, aber geraubt. Aber zum Hannover, war das nicht ein sicherer Platz, oder? Ja, aber es kann trotzdem, es waren ja damals Schweden hier, Polens,
in Kevlar, wie heißt das Denkmal dann noch, die Slowaken, die ja, ich komme jetzt nicht drauf. Aber für Viele verschiedene... fremde Völker waren hier im deutschen Land, will ich mal sagen. Und jeder suchte seine Ecke und kämpfte gegen die kleinen Fürsten, die kämpften ja alle untereinander, um irgendwo eine Ecke dabei zu kriegen. Ja, nicht? ja. Nicht? Und so hat das gegangen. Ja, ja. Weil er hat gesagt, dass in seinen Familien waren die Gerüchte, dass dieser junge Mann, George, dann von Hannover war. Aber seine Meinung ist, dass er mehr so in diese Region war und dass er dahin ist gegangen durch Soldaten oder durch die Sicherheit der Familien, dass er dahin geschickt hat. Das glaube ich auch, ja. Und da sind so die Papiere und so weiter verloren oder nicht mehr. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr genau nachzuweisen. Jedenfalls, die Selders kommen hier vom Niederrhein. Und ich habe eine Urkunde gefunden von 1567. Da war hier schon ein Gerhard Zehlhorst, also Gerd Zehlhorst, so wurde das gesprochen früher. Nicht? Die Sprache war ja anders wie heute. Nicht? Also niederländisch Gerd, heißt auf Holländisch Gerhard, Gerd. Und ich habe eine Urkunde gefunden, der wurde aufgefordert am 1. Mai 1567 von nun an auf der Honselarer Mühle mahlen zu lassen. Die hatten ja selber keine Mühlen und so weiter. Und vorher hatte der auf einer anderen Mühle mahlen lassen und die war alt und wurde abgebrochen und von dem zuständigen Grafen oder Fürsten hier, denen gehörte ja alles, was einbrachte, nicht? Und da wurde aufgefordert am 1. Mai 1567, diese Urkunde habe ich, ab dann auf Honselarer Mühle, die lag hier oben, mahlen zu lassen, sein Getreide mahlen zu lassen. Mithin war also 1567 hier schon ein Selders drauf. Also über 400 Jahre. Ich will nicht behaupten, ob hier nun der Stammhof, der Urstammhof ist. Das kann ich nicht nachweisen. Wahrscheinlich sind die, es gibt auch eine Erklärung für den Namen Selders nicht. Ob die von der Schelde, von der Selde kommen hier, also der Fluss hier in Holland, nicht? Belgien, da gibt es ja einen Fluss, der heißt die Selde. Nicht? Und früher bekamen die Menschen ja den Namen, wo sie herkamen oder wo sie wohnten. Hier gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe Leute, die von Aßen heißen oder von Strahlen, die kamen aus Strahlen oder da gibt es also viele Namen. Van Elst, der Dörfchen heißt Elst, nicht? Und so haben sich die Namen entwickelt. Und wie gesagt, bis dass die Preußen kamen, war der Name oder Annendick oder Van Dick, der kam, Dick ist eine Straße, nicht? Nicht? Oder ein höher gelegener Weg, nicht? Das nennt man Dick. Und so ist auch der Name Dick und Dix entstanden. Nicht? Und aus vielen Vornamen haben sich Namen entwickelt. Jan, Sohn, Jansen, nicht? So sind die Namen entstanden, nicht? Die Familiennamen. Und die waren bis 1700, bis 1720 gar nicht fest. Der Vorname war immer entscheidend. Und alles andere war eigentlich, das wechselte, wenn es sein musste. So ist das passiert. Prost, zum Wohle. Wollen wir nicht vergessen. Nee. Spricht sich's besser. So he was talking about how the name has developed. He said he has information about in the 1567, if I translate the date right, that he has information about a Gert or Gerhard Selders or Zehlhorst that lived in this area and did work for the Prussian principalities. And I guess Amula, I think, is a area. Was ist genau ein Mühle? Ist das wo Getreide gemahlen wird für das Vieh. Für Schweine, für Kühe, für Pferde. Okay, so like a mill where they made feed for different farm animals. He delivered so mixed feed or broken up feed, and also worked for the Prussian principalities. Delivered this
stuff, and he started in this area at that time, 1567 or 76. Ja, 1. Mai 1st of May. 1567. 67, so 67, so 1st of May 1567. Ja. And he said he doesn't know if this is the main area where they started, so where the family tree really started. But he said there is a river in the Belgian-Dutch area that is similar to the name also Selders. Schelde. Schelde, yeah. Schelde, ja. Yeah, it's Möglicherweise yeah. kann Which sich could also be a possibility where they started out and maybe moved in this area. und Seelhorst, ein Horst ist hier etwas höher gelegen. Hier war früher alles Sumpf und Wasser niedrig gelegen. Und die Leute suchten solche Stellen auf, um Schutz zu haben vor umherziehenden Soldaten, weil die dadurch nicht durch konnten. Da war Wasser und da war Sumpf und Wald, sehr viel Wald. Und das Häuschen, das war wahrscheinlich eine kleine Hütte, war ja nicht so ein Haus wie heute. Nicht eine Hütte aus Holz mit Stroh abgedeckt und versteckt im Wald. Das war der Schutz der Leute. Nicht? Die mussten sich ja schützen. Wenn die Soldaten, so ein Trupp angeritten kamen mit 3, 4 Mann, nicht, dann wurden die Frauen vergewaltigt und die Männer erschlagen und Geld und Gut geraubt und mitgenommen und die Hütte in Brand gesetzt. Und dann waren die Leute ganz arm dran. Nicht? Und die haben also in Höhlen gewohnt damals, das war dann der Notausgang, will ich mal sagen. Nicht? Und so hatten die auch wenn sie Geld oder Werte hatten, Geld gab es ja noch bald kein, das wurde irgendwo versteckt, damit die Soldaten das nicht fanden. Und da wurden die Leute gequält, bis die ihr Versteck preisgaben. Und das war grausam. Und da gab es ja der sogenannte Schwedentrunk. Die mussten dann also Jauche trinken. Nicht? Das war grausam. War grausam. Aber so pressten die Soldaten eben Geld und Gut aus den Leuten heraus. Und war eine schwere Zeit. Und aus der Geschichte weiß ich, dass also von 1582 bis 1594 die Kroaten hier waren und dass hier die Höfe verlassen waren, weil die Leute Angst hatten vor den Soldaten, weil die alle paar Wochen kamen die und überfielen die Leute. Und da hatten die sich so in den Wäldern große Schanzen gebaut, wo Frauen, Kinder und Tiere und so was drin versteckt wurden. War eine grausame Zeit. Wenn ich das heute überlege, was sich heute in Afrika unter den Stammesfürsten da abspielt, das hat sich vor 300, 400 Jahren hier abgespielt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Wir können das ja gar nicht begreifen, dass da Zulus und Sinti und ich weiß nicht was, alles aufeinander zuschlägt und abschlachtet. Nur weil sie einem anderen Stamm angehören. Und so ähnlich war das vor 400 Jahren hier auch. Scheinbar müssten die Menschen alle dieselbe Entwicklung durchmachen. Ich weiß es auch nicht. Das ist ganz interessant. He said that he said the definition of the name, that the SEL could be this river area, or since it's Selders, and Horst was a higher piece of land that was away from the water, or in a forest, so it was protected from the environment and from the soldiers that would come by. He said that most of the people were bothered every 3 weeks or so from the soldiers. They would rape the women and beat the men and take the money and burn their houses. And so after a while they would start building inside woods and in a way that they wouldn't be so noticeable. And he said that he thinks the environment that's in Africa right now with all these tribes killing each other and killing people, that it was that type of environment 400 years ago here as well, that they just lived in fear of the soldiers and of other people, and so they would go away, and this horse was like a higher elevated land that you could see a little bit more, and away sometimes in a forest, so kind of hidden from and so they would basically hide their women and children and animals from these soldiers. And what area was this river in? This area where we're in now, the lower Rhine area, which is like from here to
Holland, but actually more this area. He thinks this is where where the Selders family got started and where this all happened here. And the river is called? Schelde is, I think, it is S-C-H-E-L-D-E. Ja, Schelde. In Belgien, Holland fließt ja in Yeah, de... yeah. What part is it? Schelde is through Belgium and Holland. Ja. Schelde, I know that. Die kommt ja aus Frankreich rauf und dann durch Belgien und fließt dann in Atlantik. It comes from France and flows through Belgium, Holland out to the sea. So wie die Maas und wieder Rhein und yeah, like the Maas from Maastricht and the Rhine also empties into Holland or into the sea out from Holland, and so that area is also could be the start. But there's no evidence, concrete evidence. But that's another possibility where that name came from. That's interesting. I've never heard of that before. Yeah. So, but he thinks it's all in this area, and that those times were very bad for the people because every 3 weeks they would build something up again, and every 3 or 4 weeks someone would come and terrorize them, and then so it was. Sie machen das aber sehr galant. Ja, ich versuche es, alles ein bisschen genau überzusetzen, aber es ist, ich weiß, wenn ich auf das Video gucke, dass ich nicht alles richtig übersetzt habe, aber ich versuche das so schnell. Das können Sie nachher immer noch verbessern. Nicht? Ja, das können wir nachher. Spielt ja keine Rolle. Zur gucken. Not haben Sie ja dann das Schriftliche noch dabei. Ja, auch dabei, das hilft dann. Und dann können Sie immer noch verbessern oder nachlesen oder was. Sie können es ja lesen und das ist ja die Hauptsache. Ja, wir können das lesen, das wäre schön, das zu machen. Can you tell him that I read a biography of Frederick the Great, and that's where I started to understand some of my thoughts that are similar. Ja. Habt eine Autobiografie von Friedrich der Große, gelesen, und hat so ähnliche Ideen davon bekommen. Und weil seine Familie hat gedacht, der Mann war von Hannover, und hat gedacht, nein, dachte mehr so von dieser Region, dass vielleicht zu Hannover ist gegangen wegen das Gewalt oder wegen um weg von dieser Region zu kommen. So hat so ähnliche Ideen, wie Sie das jetzt das habe ich ihm vor 2 Jahren schon so erzählt. Nicht? Und es kann natürlich auch sein, dass Sie hier über Amsterdam oder über Rotterdam, ist ja vielleicht näher, da sind ja auch große Häfen und früher war ja hier auch die Lebensqualität nicht groß. Und das Gerede der Leute war immer Amerika, da ist alles besser. Nicht? Und deshalb viele junge Leute, die Energie hatten, die trauten sich das schon zu, dann über das große Wasser zu fahren und nach Amerika zu gehen. Damals brauchten wir noch 2, 3 Monate, um bis da zu kommen. Nicht? Oder mindestens aber 6 Wochen. Nicht? Und das war schon eine Reise dann. Ja, eine große Reise. Ja, ich glaube, in der Zeit ist es gut. Meistens hörten sie ja dann ihr Leben lang nichts mehr davon. Ja, man weiß nicht, ob die gut angekommen sind. Nee, und sicher hat es auch schon mal gegeben, dass auf einmal dass einer da reich geworden war und keine Kinder hatten, und dass hier auf einmal Leute irgendwas erbten von dem sogenannten Onkel aus Amerika. Das ist schön. Und da gab es natürlich dann allerhand Erzählungen drüber, lustige, wahre oder Legende, das weiß man nicht so genau. Hauptsache, wenn das schön war, dann wird das erzählt. Das ist schön. He also said that a lot of times when these people went to America, that once they went there was no communication back. So the families here never knew if they arrived alive or if they arrived well or if they did well or what happened to them afterwards. And he said sometimes when someone became very wealthy in the U.S. and didn't have children and died, then they would get the inheritance here from some uncle that they hadn't heard of, for 30, 40 years or something. And he said, and usually, with that would come very interesting stories that everyone would like to listen to. He said if they were legends or real stories, he doesn't know, but they, were very nice things to hear about. But regarding your point about the how when you read this book that it looked like it was familiar to the story, he said yes, that this happens with all the history around here. And he said that he had talked a little bit about this 2 years ago with Jan, and about how this happened as well, and was he thinks that these are the possibilities how several Selders went to different countries and then later developed and went into their own family trees. George, who is our ancestor,
somehow maintained contact with the continent, because then he had his nephew sent over, Christian, and then Christian's father came over as well. And so somehow I think George was able to maintain contact. He said it was in order to be able to send someone over. And this was some years later after he had become an indentured servant and was free. He sent for Christian and then his brother, and they were Amish. And I think since George was so young, he didn't follow the Amish faith because he probably accepted the faith of his master at the in that time. area. But since his brother had stayed longer, when he came over, he lived in Pennsylvania Dutch Amish country, and so I'm curious as to whether he has any idea of whether there are any. Is he familiar with Amish history at all? Or Okay, like that? I will ask. Hat gesagt, dass vermutet, dass der Urgroßvater, dieser George Selders, Kontakt mit seinen Familien gehabt hätte, weil wenn seine Freiheit gekauft hat, hat für seinen Neffe geschickt. Der Neffe ist rübergekommen, die heißt der Christian. Ja, und der das habe ich schon rausgekriegt. Hier, Christian war ein ganz geläufiger Name in der Familie Selders. Ja, wirklich? Christian, ja. Aha. Also es gibt 674 Christian Selders, der hier auf dem Hof war und ein Vetter war wohl auf Schippdungshof in Wetten, der hieß auch Christian Selders. Und Christian kehrt immer wieder. Er kehrt immer wieder. Nicht? Und, aber die sind dann als Kinder oft gestorben und irgendwann ist das weniger geworden. Aha. Christian, Johannes, Jakobus, also Jakob und Gerhard, Wilhelm kam nachher dann bei, nicht Heinrich. Das waren so die immer wiederkehrenden Namen. Aber Christian erscheint bis 1750, 1780 immer wieder. Oh, das ist interessant, weil es ist über die gleiche Zeit ist. Und deshalb vermute ich ja auch, dass es aus dieser Linie, denn früher war es ja so üblich, der erste Sohn kriegte den Namen des Großvaters. Nicht? Das war also die Name kommt immer ein ungeschriebenes Gesetz und das habe ich auch bei der Ahnenforschung immer wieder festgestellt. Wenn dann 3 Brüder in einem Dorf waren, der älteste Sohn hieß dann immer wieder Großvater. Und wenn der nun Christian hieß, dann hatten 3 Brüder einen Sohn, der Christian hieß. Oh, wow. Ja. Oder Jakob oder Johannes oder nicht. Und dann ist es sehr schwer, das auseinanderzuhalten. Und wenn dann der Sohn starb, als Kind starb, das nächste Kind hieß dann wieder Christian, bis da er am Leben blieb. Oh, das ist unglaublich, wie das weitergeht. Ja, 2-, 3 Mal, war keine Seltenheit. Und früher starben ja viele Kinder, bis ein halbes Jahr, weil die Mütter, die hygienischen Verhältnisse waren ja nicht so gut. Die Hebammen waren auch nicht entsprechend ausgebildet und durch Infektion starben viele kleine Kinder. Die hatten ja fast jedes Jahr ein Kind, aber wenn die Frauen, die hatten vielleicht 12, 13 Kinder, wovon 3 oder 4 groß wurden. Das war also keine Seltenheit. Oder wenn eine Epidemie kam, zum Beispiel wie jetzt auch wieder mit der Pest. 635 war hier die Pest und da sind fast alle Kinder gestorben. Da war das Dorf das hat also 30 Jahre gedauert, bis sich das Dorf davon erholt hatte. Ja, das durch andere, eine ganze neue Generation. Ja, bis das wieder von den anderen Dörfern junge Leute hier hinkamen und das wieder auffüllten, will ich mal sagen. Weil dieser Neffe Christian rübergekommen ist, später hat er für seinen Vater, so der Bruder von George, ist auch rübergekommen. Und die waren beiden hatten eine ganz strenge Religion. Das ist Protestant, aber ein ganz strenger Teil von Protestant. Und dieser George, weil er so lange in Amerika war und vielleicht hat er gleiche Religion übergenommen von der Mann, der im Erlitz war. Er hat diese Religion nicht gefolgt, aber diese Bruder und Onkel haben diese strenge Religion gefolgt und die haben nicht so viel Sachen aufgeschrieben in Amerika. Die wohnt in diesem bekannten Ort, so Pennsylvania Dutch, ist eigentlich Deutsch,
und von die Amish-Leute. Das sind Leute, die ohne Autos arbeiten, ohne Automatisation. Ja, also Und nur noch mit Hand. So. ja, und die haben alles in Schwarz Ja. und Ja. die leben jetzt heute noch in einem ganz bestimmten Kreis in Amerika. Aber ganz bescheiden. Ganz Ja, einfach und bescheiden. Ja, und das ist dann die Bruder von seiner Familienstammbau. Und er würde fragen, ob Sie wissen, ob da vielleicht auch eine Religion hier war, die ganz so streng war, die in diese Richtung ging. Ja, oder? das kann durchaus möglich sein. Ende 1500 war ein Matthias Selders, Matthias Zählhorst hieß er auch, und der war Priester. Der war, dieser strenge Orden. Mein Gott. Ja, warum komme ich da jetzt nicht drauf? Bei den... Vielleicht kommt das in ein paar Minuten. Ja, oder? kann sein. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aber es gab hier so ein ganz strenger Orden. Und da war der Prediger bei. Aha. Und bis 1610, 15. Und der war in Holland bei den... Mein Gott. Da gab es ja aus der Schweiz ein Prediger, der war sehr streng. Und dann gab es den zweiten, der war aber hier aus Holland. Calvin, die Calvinisten. Ja, Die Calvinisten. ich glaube, das ist die Gruppe von Calvinisten, die waren sehr streng. Nicht? Und Calvins Religion war eigentlich die, alles ist vorherbestimmt für den Menschen. Und einer, der hier auf der Welt tüchtig und rücksichtslos ist und es zu Geld bringt und reich wird, der wird auch im Himmel reich sein. Nicht? Und das war eigentlich eine schreckliche Lehre, war das, nicht? Weil die so rücksichtslos waren, diese Calvinisten. Und die wurden dann aber nachher bekämpft von den sogenannten Jansenisten. Nicht? Und dadurch kamen natürlich viele Religionskämpfe. Und dann ist dieser Matthias Selders 1615 zum katholischen Glauben wieder zurückgekehrt. Und dann wollten die Calvinisten, dann wohnte er in Geldern. Und er war gebürtig entweder aus Kapellen oder aus Wetten. Das kann man nicht genau nachweisen. Und dann wollten die Calvinisten ihn verschleppen und wollten ihn töten. Wirklich? Weil er dann, er kannte ja den Calvinismus und wie er dann nach 2-3 Jahren Studium hat er also sich in der katholischen Religion sehr durchgelesen und studiert und alles. Und dann war er so davon überzeugt, dass er katholischer Priester geworden ist oder Pater und hat dann gepredigt. Und dann wollten die Calvinisten ihn töten, verschleppen oder töten, weil er zu viel über den Calvinismus wusste. Nicht? Und da gibt es also eine ganze Geschichte drüber. Ich könnte die mal raussuchen. Oh, das wäre schön, weil das hört so ein bisschen ähnlich zu vielleicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, vielleicht kann ich es, in einem Kalender habe ich das gelesen. Und, aber ich kann das mal abschreiben oder fotokopieren. Nicht? Und wenn Sie, lassen mir Ihre Adresse genau hier, dann schicke ich das irgendwann Ihnen. Oh, das wäre schön, ja. Oder vielleicht kommen Sie auch nochmal wieder. Das ist so ganz schön. He said that there was a very strict order here called the Calvinists, which I think have something to do with, well, I'm not so sure, but and he said that this Matthias Selders, he was with the Calvinists for a long time, and they were very strict, and they believed that if they really worked hard and made money here and became rich here, they would become rich in heaven as well. And so it was a very strict religious order, but it was very based on business and pushing along, which is unlike the Amish. So I don't know how, maybe the American group was a little different. I don't know how that developed. But he said that this Matthias Selders was then with his religion, and after a while he studied Catholicism
and studied for several years and then decided to become a Catholic priest. And he lived in one of these areas, either Wetton or in the little villages we just passed through. And he said that the Calvinists at that time wanted to kill him or torture him because he knew too much about the Calvinistic religion and had betrayed them and gone to the Catholic religion. So he said this whole story he has read somewhere, and he could maybe produce a photocopy of it. He doesn't know exactly where it is at the moment, but if I leave my address, he may send that then to us, and we can send it on to you. But that sounds very interesting as well. Well, it's interesting that so many religions were within this small area, and I'm sure there was a lot of conflict. Yeah, he also mentioned another religion that was there with more conflict, so there was a lot of conflict in this area from the different religions. So. Yeah. Well, from what I understand, the Amish were just a breakaway group who were even more strict than the group they were in, and I'm afraid I can't recall exactly the details. But you might mention that I've heard the Amish did not keep records at all as part of their... Even in Europe as well. Weiß nicht genau, ob diese Amish-Gruppe in Amerika von diesen Calvinisten kommt oder nicht. Ja, mir fällt jetzt gerade der Name ein. Da gab es noch eine Gruppe, die nannten sich die Geusen. Und die waren auch sehr rücksichtslos und sehr, nur ihr Glaube ist richtig und alle anderen müssen totgeschlagen werden, weil sie keinen richtigen Glauben haben. Und die Leute waren ja vor 300 Jahren, vor 400 Jahren noch sehr radikal, wie halt in Afrika auch. Und die nannten sich die Geusen. Die Geusen. Und Geusen, EU geschrieben, Geusen. Okay. Und als Kinder sagten wir immer, einer, der also nicht nach der Kirche ging, dann sagten wir, der ist ja Geus. Ein Geuser. Die waren also so unverträglich und rücksichtslos, will ich mal sagen, aber sehr streng, also rücksichtslos gegenüber anderen und sehr streng für ihren Glauben. Nicht? Und glaubten, das wäre das einzig Richtige. Weil auch diese Gruppe in Amerika, die schreiben, der Familienstammbaum, die schreiben nicht, wenn jemand geboren wird, oder die schreiben nicht, wenn jemand tot geht. Die haben kein Detail oder Information über den Stammbaum. Er meinte, dass es in Europa auch so war, diese Gruppe, dieses Sekt, dass die kein Rekorden oder... Kann sein, kann sein. Weil ganz oft in Amerika haben diese Leute, die wissen nur, was die Eltern sind und vielleicht Großeltern. Ja, so war das früher hier keine auch. Information und bis 1750 bis 1800 konnten ja nur ein paar Leute schreiben und lesen. Nicht? Die Preußen haben auch hier, also die preußische Regierung hat 1720 die Schulen erst eingeführt. Nicht? Früher hatte nur der Geistliche, der Pastor, gab Unterricht in erster Linie über Religion und über Lesen und Schreiben und Rechnen. Und alles andere, wenn sie das gerade beherrschten, die gingen ja auch nur im Winter zur Schule. Im Sommer mussten die ja zu Hause am Hof mithelfen. Ab 8, 9 Jahren, sobald diese kräftig genug waren, mussten mithelfen. Und wenn sie nur Kühe hüten mussten oder Schweine hüten oder sowas nicht, das konnten Kinder ja schon nicht. Die wurden ja schon sehr früh rangezogen zum Helfen. Aber wie weiß sie weiß, dass gibt es keine Sekt, die so überhaupt keine Informationen aufschreibt oder in dieser Region oder? Aber das war eigentlich Unwissenheit früher. Eigentlich konnten nur der Lehrer und der Pastor, die konnten richtig lesen und schreiben. Und ab 1820, 30 wird hier ja erst Deutsch gesprochen. Vorher wurde hier ja Holländisch, also Niederländisch oder Niederdeutsch gesprochen. Und da gibt es also eine ganze Geschichte drüber. Nach 1815, nach den Freiheitskriegen, wie Napoleon also geschlagen war und hier das Rheinland bis ein Kanonenschuss weit von der Maas entfernt die Grenze gezogen wurde, nicht, dann verlangten die Preußen aus Berlin nicht, dass hier Deutsch gesprochen wurde. Und die Pasteure, die predigten auch in Niederländisch oder in Niederdeutsch. Nicht? Und die Pasteure, die damals 50 Jahre waren, die konnten ja kein Deutsch. Und die wurden dann gezwungen, noch Deutsch zu lernen. Die wollten also das Deutsch mit Gewalt durchdrücken,
wie das eben heute auch noch gemacht wird, wenn ein Land irgendwo ein Stück annektiert hat, verlangen sie auch die Sprache. In Belgien ist das ja nun glücklich anders, das ist ja Französisch und Wallonisch. Die haben sich darüber geeinigt, aber der Sprachenstreit flammt da ja auch noch dauernd auf. Und dann gibt es wieder, aber so war das von jeher so. Okay, I don't think he knows of any particular sect that didn't write, but he said, or write information down, but he said in those times there were very few people who could read or write. It was usually the pastor and the pastor und der Lehrer. And the teacher would be able to write or read. And normally they would teach children only in the winter time their studies, and they would just teach the basic things, and then they would help on the farm during the summer. So they didn't have that much schooling. And he said it was very common that things weren't written down because a lot of people didn't have the education to do that. And he said even in those times, only until the 1820s did people speak German here. It was always Dutch or Low German, so I think it's like a mix of Dutch German. And then when the Prussians came here, they started to, in Berlin, I guess, not Prussian, I don't know, it was 1820, so whatever group that was, they in Berlin said they wanted this region also to speak German, and they forced then the priests who were even 50 years old to learn this new language and to preach in German and teach in German and things like that, and that's how that language came about in this region, because it was actually more of a Dutch-speaking region. Sie haben gesagt, in die 1800, was für Leute waren da in Berlin, die preußischen Könige, und vor allen Dingen die preußischen Beamten. Und Berlin war ja evangelisch. Und die Preußenkönige waren ja auch alle evangelisch und versuchten hier natürlich auch diese Gesetze entsprechend durchzusetzen. Und der Niederrhein hier war ja katholisch von jeher. Und die wehrten sich immer dagegen. Und deshalb waren wir also bis 1900 eigentlich für die Preußen immer die Deutschen zweiter Klasse. Nicht? Das ist und nachher, ab 1900, hieß das dann hier Rheinpreußen. Nicht Rheinpreußen, so wurde das dann von Berlin aus immer geschrieben. Nicht? Das war, also da waren sie stolz drauf, dass sie das Rheinland also okkupiert hatten, will ich mal sagen, also 1815 dazugekriegt hatten, und das nannte sich dann Rheinpreußen. So the Prussians in Berlin at this time were evangelistic, and they wanted this area to be evangelistic and to speak German, but this area was Catholic and spoke more Dutch. And so he said for a long time this region was considered the second-class Germans rather than a regular class of Germans. And they said that eventually they made sure they forced the people to speak the language, and I guess the evangelistic religion came here as well, but I don't think everyone was forced to do it, because there's still many Catholics and Protestants and other religions. So. From looking at the old maps of early Prussia, this is the westernmost isolated area of Prussia, and most of Prussia was around Berlin, the large part. So they claimed this area right around here for some reason or another, and I've always found it interesting. There's between the two is quite a distance, so I guess that in a way explains how they would have had to impose themselves on such a distant colony. Hat gesagt, hat so auf einer Karte gesehen, wie Prussia aussah in der Zeit, und hat gesagt, dieser Teil war ganz auf die Wüste, ganz isoliert eigentlich, weil zwischendurch war anders. Und das Meer, Prussia war mehr auf die Berlin-Seite. Und er hat gesehen, dass die vielleicht dass die Leute mussten die Sprache und so weiter übernehmen, um Kontrolle über diesen Teil zu bekommen. Ich glaube, dass ohne die Sprache hat man keine Kontrolle über. Genau so war das. Über die Sprache und über die Religion. Auch, Dann hatten sie also die Sprache, die Schule und über die Religion die Kirchen, die Pasteure. Und die Pasteure hatten ja früher großen Einfluss in der Gemeinde. Was der Pastor sagte, war maßgebend. Und so suchten die herrschende Klasse natürlich immer diese zwei
Stützen für sich zu gewinnen. Schule und Kirche. Yeah. Und dann hatten sie die Leute. Yeah, yeah. They said in order to control the area, he said that they just had to control the teachers and the pastors, the preachers, because if they would have those people, then they would control the whole area. Because the regular, the normal people would follow whatever the pastor said, Right. and whatever the teacher said. They were the most educated people. So he said through controlling these people, they controlled the area. Could you ask him if he's familiar with the story of Frederick the Great's father was a very cruel man, and he treated Frederick very poorly. And when Frederick was young, he came to Cleve. I'm not sure that's how you pronounce it. And he tried to escape, basically withdrawing his right to the throne. He wanted to escape, and his father caught him trying to escape and held a court-martial, somewhat of a court-martial in Cleve. And it's very famous in history that right in this area, Frederick the Great came here on official business, supposedly, but it was his idea to escape while he was in the westernmost little colony. But he was caught, and his father punished him very severely for this, and I'm not sure if he knows of this story. Okay. So habt viel über Friedrich der Große gelesen und hat gesagt, dass sein Vater war ein ganz schlechtes Mann mit Gewalt und so weiter. Ein sehr strenger Mann, und das nannte man früher den Soldatenkönig. Ja, der Soldatenkönig. Ja, und der war von 1713 bis 1740 König. Und Friedrich der Große wurde 1740 nach dem Tode seines Vaters. Aber der Vater von Friedrich dem Großen, das ist richtig, das war der sogenannte Soldatenkönig, der die großen, starken Leute, und das war auch der Mann, der die Werber, so nannte man die Leute, die Soldaten, also junge Leute einfingen und zu den Soldaten brachten. Das waren die Werber. Und die wurden vom König, von dem Friedrich Wilhelm, bezahlt. Das war der Soldatenkönig. Er hat auch gesagt, dass die Friedrich die Große, wenn er noch jung war oder nicht König war, er wollte weg von seinem Vater gehen und hat in Kleve versucht, wegzulaufen. Ja, in Wesel, und sein Freund Katte wurde totgeschossen, weil er mit ihm die Flucht vorbereitet hatte. He said that his friend Katte was shot hat er because he sicher tried to aid gelesen. him in his escape. His teacher, seine Lehrer, hat er gesagt? Ja, Freund und Lehrer, ja. Friend, that's right. Friends, Was shot for this. Und da musste der Friedrich also zugucken, wie der erschossen wurde. Wie grausam. Aber er wollte seinen Sohn sagen, wenn du dich nicht änderst, passiert dir das Gleiche nicht. So grausam ging der damit um. Yeah, he said that Frederick had to look on as they shot his friend, as that's how mean this father was, and to make the point that if he didn't shape up, the same thing would happen to him. And so he shot his friend in front of him while he was looking on, while he was forced to look on. Sie haben aber gut gelesen. Yeah, he said that you have read a lot, so you're really well read, that you've read a lot about history. Sie haben gut gelesen, preußische Geschichte. Ja. Aber Sie kennen auch viel von den Datums und die Geschichte noch, das ist ganz schön. Ich interessiere mich dafür. Und ich kann gut Daten behalten, also besser wie Namen. Namen haben das lässt ein bisschen nach, aber Daten kann ich, wenn Sie mir sagen, wann Sie geboren sind, das kann ich Ihnen nächstes Jahr noch wieder sagen. That's for sure. I said also that he had a very good understanding of religions, and he knew all the dates and everything, and he said that he can remember dates much better than names, and that if I would tell him my birthday today, that next year he would tell me what my birthday was. And so he said he was very good on dates, and it interests him very much as well, the history. Yes. I make that point just because of it's just I guess an instance in when this district a lot of attention was paid to this incident, and it was just it for the Prussians it was an incident that stood out from this area. Sie haben eine interessante Frau.
Ja. Ja, Finde ich aber schön. Ja, das ist ganz schön. Ja. Weil er hat ein ganz großes Interesse um die Familienstammbaum in dieser Region, Ja, in die Zeitraum das finde und ich so schön. weiter. Das ist I'm not certain, but I almost thought that they persecuted the people in Wessel due to the fact Because of this. his father was so mean that he almost came down on the area for this incident too. Ja. Er würde darüber reden, weil er meinte, dass diese Region hat viel, die Leute haben viel auf diese Region geguckt, weil alles ist hier passiert mit Friedrich der Große. Ja. Und das vielleicht in der Zeit, dass die Leute hier ein bisschen schlechter behandelt werden, weil alles ist hier passiert, so dass er versucht wegzulaufen hat und so weiter. Und er meinte, Welche Region haben Sie denn heute? Er meinte über diese Region hier, so in Wessel und also hier, die hier sind also die Leute überwiegend katholisch, römisch-katholisch. Und hier gibt es aber Ecken, wenn der Fürst früher, vor 300 Jahren, evangelisch war, musste das Volk auch alles evangelisch werden. Das war also, das Volk hatte sich danach zu richten, wie der Fürst war. Nicht? Das war Leute konnten, so ist ja ganz Schweden und ganz Nordeuropa evangelisch geworden. Und ist diese Region jetzt evangelisch mehr oder mehr? Hier ist noch katholisch. So die haben das behalten? Ja, hier im Rheinland, am Niederrhein, hier ist also überwiegend katholisch. Aber heute ist das nicht mehr so getrennt wie früher. Im Hannoverschen ist schon mehr evangelisch. Das Münsterland hier von Wesel auf Münster zu, das ist überwiegend katholisch. Aber was früher die DDR war, die sind überwiegend evangelisch. Noch von der Zeit? Ja, und dahinter die Polen dagegen sind wieder ganz katholisch. Und Ostpreußen, also was früher Ostpreußen war, sind auch überwiegend katholisch. Das Ermland zum Beispiel und wie die einzelnen Provinzen da alle heißen, die waren überwiegend katholisch. He said that because most of the people follow the religions of their local princes and dukes and this whole royalty thing that are little fiefdoms. So he said because this large fiefdom was evangelistic and these people were Catholic, he thinks that they really were mistreated because they were Catholic and not evangelistic and didn't change. Because today they're still mostly Catholic. And he said that Hanover area and their Berlin, so East German, the DDR area is mostly evangelistic, and then like Poland is mostly Catholic. So there were like sections of big blocks of religion. But he thinks that they were more persecuted or mistreated because they were, the majority were Catholic and they wanted to stay Catholic and didn't change to the religion of evangelism. And he said that's also why through this power that mostly the northern countries such as Sweden and I think Denmark, he said, that were mostly evangelistic because they had to follow whatever their royal family was, or smaller fiefdoms, because Germany was made up of smaller areas. So, eine Zwischenfrage. Wo essen Sie? Oh, wir haben noch nicht darüber geredet. Ja, wir können hier essen gehen, hier ganz kurz bei diesem Hotel. Okay. Ein gutes Hotel. Und da super. können wir erst essen gehen und Sie können nachher auch wieder mit zurückkommen, da können wir, wenn Sie wollen, weiter erzählen. Sonst, wenn es nämlich 1 Uhr gewesen ist, wird es mit dem Essen schwierig. Und Sie haben ja schon eine weite Fahrt gemacht, haben ja sicher auch Hunger. Ja, ich glaube schon. Können wir es hier liegen lassen, alles? Yeah. He would like to suggest that we go and eat now and maybe take a break and then we can come back and and come back and Prost. Prost. You're a good boy. You're a good boy. See, you're a very good boy. Ziemlich kein Heu und kein Stroh damit sonst setzt sich der Spatenboden zu. Funktioniert das nicht. And kommen diese die
Weißen kommen auch hier in Ja, den Winter? aber so November, wenn es also Eis und Schnee kommt, ja, so lange bleiben die möglichst draußen. Ja. Ich habe gesehen, dass in, so in unserer Umgebung es wenn die viel draußen kommen. Ja, das gibt es auch, Das ist nicht so aber nett, das wenn ist gesunder. Ja, Das ist gesunder. Ich Ja. finde es auch Ja, für die Tiere auch schöner, ja. Ja, schöner könnte ich es gar nicht haben. Die Kälber zum Beispiel, die können hier rein und die kriegen morgens und abends hier Pellets. Ah, die kommen auch noch. Ja. Die kriegen also, wenn die jetzt nachher so gegen 5 Uhr kommen die rein und dann passen das hier auf. Ah, dann essen die Ja. Und schlafen tun die draußen. Aha. Die werden jetzt gar nicht, kommt kein Stroh drin. Nee. Die gehen so draußen und liegen dann auf dem Gras und bleiben dann schön sauber. Und im Winter kommt Stroh? Ja, im Winter kommt ja. Stroh drin. Dann kommen die an diese Bänder, werden die mit diesem Aha. Bügel festgebunden und dann bleiben die stehen. Ja, ja. Und dann werden die auch gestreut mit Stroh und wir kriegen dann zu trinken und zu fressen. Warten Sie alles drauf. Nee, laufen nicht los. Wenn die angebunden sind, gehen die hier drin. Ja, ja. Und das sind ja mal 3-4 Monate dann. Ja, ja. Dezember, Januar, Februar, März kommen sie schon wieder raus. Und das ist nicht schlimm, dass sie die ganze Zeit nur stehen? Nee, dann machen wir es nicht. Weil die ja 3/4 der Zeit laufen hier und die Muskeln und so, das entwickelt sich dann alles gut. Und im November kalben die Kühe und die Kälber sind dann ja erst noch klein und wenn die dann größer sind im Frühjahr kommen die wieder raus. Ja, ja. Oh, das ist ganz schön. Nee, ist auch schön. So this is where the cows come and feed? Yeah, this is where the cows come in. The larger ones stay there. And that thing opens up so they can put their heads down to feed, and then they close it off again so they don't pull the feed into that area because it'll block the panels so the droppings can go through. Right. Yeah. So then they can put their heads through and feed. And Oh, then, yeah, okay. And then they can close it off. Und wenn sie drin sind, dann wird es zu, zack. Yeah. Und dann können die fressen. Yeah, yeah. And then they don't block off. Die kriegen nämlich ziemlich viel Heu und Stroh. Und wenn die lose sind, ziehen die da rein und dann verstopft sich der Spalt. Ja, ja. Und darum habe ich hier mit Gitter, dass die solange Heu und Stroh drin ist, sitzen die fest und nach einer Stunde mache ich die dann los und dann können die saufen. Wir haben da die Fränkennippel dran an der Wand, da unterdrücken die drauf und da kommt Wasser. So back there, there are some, if you see the piping, there's some little water spouts and they can just drink water themselves. Oh, yeah, I see. And Does it they just can drink water there. does it just pour out? Ja, die müssen nur mit dem Mund da Ja, gehen. und drücken auf so einen Nippel. Ah, okay. Und der ist ja vorne spitz. Und wenn die auf den Nippel drücken, löst sich dann, da kommt Wasser. Ah, okay. So it has a little metal thing there, and if you push down on it, when they put their mouth around it, push down, then the water comes. And the water comes. That's good. Ja, ich zeige das mal eben. Yeah, and then the younger cows here can come in and out all day. And he doesn't put any straw to keep it clean. So they can out Oh, they can during come the in day. and out whenever they want. Yeah, Oh, through that little door. Yeah, and then in the winter they're there permanently. Yeah. Yeah, that's it. Yeah. Yeah. Das ist wohl was drin. Ja, ja. Aber der geht aber. Ja, der geht noch, ja. Ja, und hier sitzt Strom drauf, damit die nicht drüber springen. ja. Eine Leitung hinten sind nicht, also ein leichter Strom ist das. Bloß damit sie da so einen kleinen Zug vorhaben. So there's electricity on this wire. Oh, so really? They don't jump over during the winter. Ja, it's der on Schlag ist da. Ja, der so Strom I just ist dann touched it. leicht, damit die also You would have felt keine it. Herzinfarkte kriegen. Und meistens It's very light, it's einmal not rangehen, dann very- zucken die zusammen und dann gehen sie auch nicht mehr. Oh, jawohl, ja. Obwohl da noch die zwei
Ja. Also, ist aber auch beim Lied. Nee. Hier haben wir eine Frage für den Winter. Ja, das ist der Vorrat. Im Winter oder im Herbst kommen die Tiere hier rein, dann wird da gestreut und dann können die da liegen, wenn nachts Regen und kalt ist und wenn über Tag noch aufgesperrt ist, so lange können die noch vor. Aber hier liegen sie dann trocken und warm. So in the fall, early winter, the animals can come in here and get out of the rain and the cold weather, and they put lots of straw in here for bedding, so they can get out of the weather. But in November, then they go in there permanently for the next 3 months. Yeah, I would think so. It must get really He still cold. has some pigs back there, Oh, which yeah. someone else is using the place. They're Oh. paying for him, they're paying him to keep their pigs. And this is his You can hear inventory. him. Can you hear him in the back? But he doesn't take care of them. Someone else comes to the pigs here. Okay. And he also had horses earlier in the earlier years. Yeah, I thought I remembered seeing some, but maybe I just am making that story up too. Oh, yeah. Ventilator saugen die schlechte Luft ab und drücken die raus und saugen die frische Luft nach oben durch die Trichterseite. Oh! Look around here. Oh. 260 Stiegen. Hey, it's lunch! Wie viel? 250, 260, ja. Great. Later sucks out the bad air, and they pump in good air. Yeah. Even though it's small, it's even better than it normally is. It's very heavily ventilated. That's why it cooled when we were standing at the door. It just cooled air in because the ventilator was working. Give you an idea what it's like. Yeah. Genau, schön sehen. Ja, es ist schön. Ist das genug für ein Jahr? Nee, andererseits stand ja auch. Ja. Und da stand Stroh vor dem Hai. Das ist der Rest von dem Hai. Und da stehen auch noch 40 Bahnen. Und, In wie viel Wochen müssen Sie? wir haben Ein Jahr. so für einen Winter so 50, 55 Bahnen Hai und etwa 70 Bahnen Stroh. Und diese großen Dinge, Ja, nicht von die, kleine, nee, nicht die kleinen, die habe ich zusätzlich gekauft, weil ich also da nur 65 hatte. Ich dachte, Ja. wenn ich mal die auskommt, Ja. habe also noch einen Wagen voll von diesen dabei. Ja. Und haben Sie das gebaut? Wir haben das gesehen. Ja. Schön. Ja. Ja, irgendwo muss man sich ja verewigen. Ja. Ja, 1971, das steht schon 23 Jahre. Ja. Da waren wir noch richtig stark. Da haben wir mit der Hand kamen, wir hatten Steine alle rausgefahren. Ja, ich hatte einen Maurer dabei, aber ich habe die Arbeit so beigeschafft, die handlange Arbeit. Also Steine und Mörtel, Spieß und so weiter. Ja. So they had someone to build this, but they did all the work getting the stones here, so he helped a lot out with building this.
They just hold grains and stuff in these. Yeah, that's grain for the feed for the pigs. Die Binder sind Leimbinder. Es sind also Bretter aufeinander geleimt. Die sind 20 Meter lang. Oh, okay. Ja. Und die sind also dampfgebogen, die Bretter, und aufeinander geleimt. Und die sind also statisch berechnet, wie hoch die sein müssen. Die sind ja mal so breit. Nur breit wie ein Brett, nicht mehr. Saying those beams are pieces of wood that are just glued on top of each other, and they let it get damp. So the damp wood is pressed in this form because it's not. Oh. It's pressed because you see it's bent, but it's not different pieces. Right. Oh, so they just have to bend that board to be like that. Yeah, they press it together and bend it into the form. Huh. Schwein. Ja. Ja, hier wird Getreide reingeschüttet im Sommer, wenn also mit Mähdrescher gedroschen wird. Dann kommt die Schnecke hier in der Ecke drin und da ist der Reinigung, da geht er durch die Reinigung und ein Gebläse drunter und durch dieses Rohr wird das dann hochgeblasen in den Silos. Das geht dann wieder rein. Ja, das geht dann hoch und dann das ist der Transport, die sind alle freundlich und im März, April hat der Weizen einen besseren Preis und dann wird er dann verkauft. Jetzt ist der Preis. Erst macht man eine Reinigung dann alles? Ja, durch die Reinigung dann hält sich das besser. Ja. Also entwickelt sich nicht so leicht Feuchtigkeit an, als wenn Unkraut mit da drin ist und so. Yeah. So they clean these things up here and they buy it back there. Ja, das war auch Schweinestall, aber der ist nicht mehr belegt jetzt. Und ja, dann hängen natürlich bald Spinnen da und Dreck und alles Mögliche. So that used to be also a place where they had pigs, but it hasn't been used for many years. There's a lot of spider webs there, so we'd rather it's not. Or it just wouldn't be nice to be. Also sehr schön mit den Beinen, auch für das Vieh, so vor dem Wald ist hier ruhig. Ja, ja. Ich hätte gedacht, nur diese Nee. hier vorne. Das sind die Pensionstiere. Und im Sommer habe ich 25 und die 5 Kühe. Und im Winter meistens so 12 bis 15. Das ist mir genug Arbeit. Ja, Wird mir zu viel. Ja. Man muss jeden Tag. Ja, ich kann das mit dem Rücken nicht mehr so gut. Es soll also Hobby sein und auch bleiben. Ja. Und ich will da nicht groß Geld dran verdienen, ich will mich bloß beschäftigen, weil ich gerne mit Tieren arbeite. So, dass ich morgens und abends eine Stunde, dann muss das fertig sein. Ja. Das ist genug. Sonst soll mir nicht zu viel werden. Also da das richtig Arbeit ist, das kann ich nicht mehr so. Das will ich aber auch nicht mehr. Nee. Jetzt ist genug. Das muss auch nicht. Sie haben lang genug gearbeitet. Nee, ich habe ja auch ein schönes Hobby so dabei. Und das, aber ich möchte jeden Tag eine Stunde arbeiten, körperlich. Dann bleibt man besser gesund. Ja, man kann sich bewegen. Und Das ist ja, Französisch. Ja, Nee, Holländisch. Nee, Französisch. Just how about the brown? Ja. These are all French cows. And he, Oh, French cows. Yeah, and he Ja, zum Teil, ja. takes care of these as well. In the summer, he says he has around 25 plus these 5 pension cows. And these are the young ones. And in the winter, he has about 12 or 13. 12 to 15 years. And he said he likes to keep it as a hobby. You know, he doesn't want to make a lot of money at it. He likes to work with animals and likes to do a little bit of work each day, but not a lot. He's retired. Sure. Aber die werden nicht so He schwer likes to keep wie active. That's so beautiful. Yes, it is. Trees back there. Seems like there's plenty for them to eat. Yeah.
Die haben genug zum Essen, ne? Ja. Das grüne Gras und so weiter, das sieht ganz schön aus. Ja, aber das verpackt. Ja, das ist verpackt. Ja. This is a little. Führt hier alles durch. Ja. So this is also his land, but it's rented out to a farmer. Ja, das ganze Hof liegt an einem Stück. Ja, ja. Vorne Acker und hier hinten die beiden. Und das war eigentlich früher sehr schön. In den 60er Jahren, ich war also intensiver Rindviehzüchter, aber diese Milchvieh Aha. hier. Ja, ja. Und da habe ich auch viele Preise auf Ausstellungen mitgemacht. Oh, that's schön. Der war schön. Yeah. Ach, In the 60s, he had a lot of milk cows here, Ja, dairy das cows, ist der and Traum, he ja. won Ja, a das lot of ist auch prizes Traum. for Oh. his cows, and was very Ja, much viele into Lehrlinge this gehabt. business. Hat also, There's too much work for him now. Yeah. Did he make cheese and stuff like that? 25, 26 Lehrlinge gehabt. Und die meisten sagten dann immer, so einen schönen Hof haben wir nie gesehen. Ja, oh, das ist schön. Ja, der war. Haben Sie auch Käse gemacht? Nee, die Milch wurde immer zur Molkerei abgeliefert. They just Aber delivered bis the milk. 1900 wurde hier noch Käse gemacht. Ah, up until the year 1900 was Ja. cheese made at this. Und farm. die Right here? Genossenschaften, also die Molkereigenossenschaften, sind so 1897, 98 gegründet. Einige sogar 596. Die ersten haben nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen. Wow, Ja. schön. What kind of cheese did they make? Oh, er wurde fragen, was für Käse haben Sie gemacht hier? Welchen Käse? In den 1900, welche Käse war es? Ja, das wurde dann, das weiß ich nicht so genau, wie man den nannte. Ja. Aber die hatten also eine Käsemaschine und die wurde von einem Hund angetrieben. Nee, Ja, wirklich? ja, damit man nicht drehen braucht. Ja, ja, weil ja. es war da ein großes Rad und das war so breit und so hoch und der Hund musste immer darin laufen. Und er musste immer laufen. The machine that they made cheese with Dann- was driven und by der Hund a lief dog. im Betrieb. Driven by a It was dog. like a little, it was Und a- dann wurde Turnstile? Ja, die ja. Milchkannen das musste ja so langsam gestützt werden, immer gestoßen, damit die Butter hochkam Ja, aus der ja. Milch. Aha. Ich weiß nicht, ob das kennen, nicht? Ja, ich habe das einmal gesehen in Ja. Holland auf dem Auto. Und das wurde also, damit niemand da drehen stimmt, brauchte, ja. musste der Hund laufen. Ja. Und das war so eingerichtet, also durch das Gewicht des Hundes, ein Schäferhund, konnte das Gewicht war genug, Ja. um das in Bewegung zu halten. So the weight of the dog, because it was always a German Shepherd, was heavy enough to make it light. You know, it was easy for the dog to do. So his weight was exactly perfect for this machine. Ja, und meine Mutter hat auch erzählt, wenn dann der Hund, wenn sie mal einen faulen Hund hat, ist man einfach auf einmal hinter der Luft. Ja, 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 ja. Und da wurde die Butter nicht, ja, meine Frau hat immer noch Nein, ich bin. Ja. Ja. Hey, Christy? Oh, sure. Das ist die Milch. Hier war die Milchkammer früher, ja. Ja, sieht jetzt nicht schön ausgeräumt aus, ich kann es eher verstehen. Aber hier stand der große Milchtank und hier waren die Milchleitungen. Nicht? Und wir hatten eine Absauganlage und dann lief die Milch hier durchs Filter und dann in die Kühlwanne. Und hier wurde gekühlt. Da Und die ging Kühe haben immer draußen gestanden. Oder die Kühe standen da drin. Aha. Ja. Die waren damals noch angebunden, aber die Milch floss hier, da sind noch die Löcher von den Rohren. Nicht? Und so, ja. Ja, früher hatten wir immer so 20 von uns, ja, 500, 600. Aber das ist kein kleines Betrieb mehr. Nee, Das ist automatisch. Nee, das, Ja. ja, das ist So this is where the milk came through from out there. And it was cooled and prepared to ship out. And in this room, it came through like coming through here. It came through here. Es ist geschlossen, diese. Müssen wir das auch Ja, ich glaube, ich habe innen abgeschlossen. Ja, machen wir zu. Nicht ganz so weit. Can we go film the front of the house? Okay, er würde gerne da vorne sein. Das Haus filmen. Ja, ich fülle in der Zwischenzeit Kaffee auf und Sie überlegen. No, no, back up. Can't get close to that. And this one has a neighbor.
How do you do close up? You press the T instead of. I don't even know if I was recording it. Get I don't even think I was recording it. Yeah, it's still going, right? It wasn't then. Press. Sign here that says 1834. Sure. That's not. We have to pause right now. Snap, and it records just. Okay? Mm-hmm. You should spin around and get the garden a little bit too. He looks young, huh? They're just like big huge guys. I know. This one keeps on sniffing. Oh, that's just so weird. This is where the French get their hair. Did you get a perm for us today? They're pretty. He's like. Not too interesting. No, doesn't work like your dogs, you know, you can't get them to do it. No. Yeah, they've been eating grass, you know. Yeah. Makes your eyes red. That pig room was something else. I love the dog.
I don't think. They're like wagging their tails and like getting all excited. I know they think they're gonna get some food or something. He said they only get fed once a day though, but they're gonna eat at one time to last until the next day. I saw Calvert going to eat grass. This one that's Why? biting his tail. Because of he has way shorter legs than his back legs. Oh gosh, yeah. He's usually growing He is, but even at the moment. They're all kind of pretty. That one is good. I think that's age. Even more. Sure. And a little bit. Okay, one with our camera? You've already forwarded. Yeah. You can I had the video flash us on taking though. pictures. Maybe you want to do the flash. Maybe you want to do the flash. You just push that. You hold it back. Oh wow. No. Until it flashes. At first, hold it back until the top little light goes. And once you see it flashing, you can let that thing go. Oh, done. Good. Those things are our only camera. Yeah. That's all we do is buy those Those things. things, yeah. Gut, ich wollte noch ganz kurz ein Foto machen hinten und dann kommt Ja, schon mal was überlegen. Ja, ja, gut. Ich denke darüber. Ja. Das mitnehmen oder soll ich hier lassen? Das können Sie auch hier, da können Sie ungestört sein. Okay. Und dann nehmen Sie mit. Wenn Sie auch mitnehmen. Oh, ja. Haben Sie immer ein Andenken an meine Ja, Frau. ja, ja. Ja, dit is September. Hat ja noch weit. Oh, like these old family Ja, portraits. das sind die Eltern meiner Frau. Und die Geschwister hier. Das ist meine Frau. Ja. Das sind meine Eltern. Und das sind Mutters Eltern. Das war, wie Mutter 80 Jahre war. Das sind alles Geschwister. 1971. Ja. Und dann war 1954. Meine Frau und ich. 40 Jahre her. Die zwei Brüder, die sind gefahren. Das ist meine Frau. Und der war der jüngste Bruder, der ist mit 48 Jahren gestorben, der hat einen Tumor im Kopf. Und die Frau ist 10 Jahre später, ist ihr an Krebs auch gestorben. Er war 48 und sie war 43 gestorben. 5 Kinder. Ja, war schlimm. Da waren nette Leute. Die fröhliche Frau war es, genauso wie meine Frau auch.
das ist. Ja, das ist 1922. Das sind meine Eltern. Und da sind die Großeltern noch dabei und hier war noch ein Onkel. Die Kinder, meine Geschwister waren auch noch klein, da bin ich noch gar nicht drauf. Aha. Nee. Noch Nee, und das von 1901. Das sind die Großeltern, das ist mein Vater. Tante und Onkel. Von 1901. So alt sind die. das ist der Henry. Ja, wie die Neffen und Nichten alle hier waren. 1919, 1985, 1990. Ja, und nächstes Jahr vielleicht. Auch in meiner Firma wird alles auf Englisch gemacht.